In diesem Video wollen wir uns einmal darüber unterhalten, ob es besser ist, seine Online-Kurse bei Teachable oder über Udemy zu verkaufen. Ja, Udemy, Teachable, Skillshare, es gibt noch ein paar andere Plattformen, wo wir alle unsere Videos verkaufen können. Und das ist auch erstmal gut so, ne? Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Es gibt auch noch Kajabi, es gibt noch Member, Digi-Member oder es gibt so viele verschiedene Plugins, Tools, die das alles erlauben. Aber es gibt gewisse Nachteile. Und die wollen wir heute einmal beleuchten. Weil wenn du dich jetzt auch fragst, soll ich wirklich für Teachable jeden Monat Geld ausgeben oder soll ich meine Kurse einfach kostenlos bei Udemy hochladen? Ja, dann ist das so eine, ja, sagen wir, eine Gewissensfrage. Ne? Also, ich stelle dir erst einmal beide Sachen vor. Dazu gehen wir an den Rechner und dann kannst du dir meine Argumente für und gegen anhören und dann kannst du natürlich wie immer selber entscheiden. Jetzt sind wir erst einmal bei Teachable auf der Webseite teachable.com und ja, sieht doch schon mal sehr professionell aus, das ist das Gute daran. Und eins verrate ich dir vorab. Früher war es so, du hast Teachable genommen, du hast dich da registriert, du konntest so viele Schüler auf deine Plattform bekommen, wie du möchtest und brauchst nicht 1 Euro dafür bezahlen. Heute haben die es ein wenig geändert. Und zwar ist es jetzt so, du kannst noch 10 Leute in deine freie Teachable School einschreiben lassen und das war's. In beiden Fällen nehmen die natürlich eine Gebühr von dir. Also ob du jetzt 1, 10 oder 100 da drin hast, jedes Mal wird eine Gebühr fällig, wenn sich jemand einschreibt. Das wird erst bei den hochpreisigeren Plänen nicht mehr so, dann ist das anders, dann werden keine Gebühren mehr fällig, aber erst einmal musst du zahlen. Ja? Sobald sich jemand einschreibt, musst du zahlen. Das ist ja auch soweit in Ordnung, ist auch ganz normal, aber es können sich in deine kostenlose School nur 10 Leute einschreiben. Das war, wie gesagt, früher nicht so. Da konnten sich so viele einschreiben, ja, wie du da hinbekommen hast. Ne? Ja, und wir schauen uns das jetzt einmal am Computer an. Und ich habe das hier schon aufgerufen. Wenn ich jetzt hier einmal auf Pricing gehe, dann kannst du direkt sehen, es gibt 3 verschiedene Pläne. Das ist einmal der Basic, Pro und der Businessplan. Vom Businessplan, ja, da brauchen wir erstmal noch gar nicht drüber reden. Also wir müssen jetzt eigentlich erstmal nur über den Basic und den Pro-Plan reden, wobei der Pro-Plan auch schon etwas für Fortgeschrittene ist. Also im Prinzip genügt es, wenn du dir erstmal nur Gedanken darüber machst, ob du zwischen 29 und 39 Dollar im Monat ausgibst. Beachte bitte eines: Wenn du dir irgendwo ein Ladenlokal mietest, dann werden dir deine Vermieter oder dein Vermieter wird über 29 bis 39 Dollar lächeln. Ja? Deswegen ist das gar nicht so schlecht. Abgesehen davon, und das ist ein ganz wichtiges Aber, ist in dem Plan, egal welchen du hier nimmst, das Hosting deiner Videos mit drin. Weil selbst wenn du dich dazu durchgerungen hast, eine Webseite zu haben und du hast jetzt eine Domain und du hast Webhosting gekauft und du hast eine Webseite, dann kannst du da nicht einfach deine Videos drauf hochladen. Das ist nicht erlaubt. In den meisten Terms of Service ist das absolut ausgeschlossen, dass du über die Webseite streamen kannst. Und das tust du immer, wenn jemand auf deine Videos zugreift und die abspielen lässt. Ja, was tun wir denn jetzt? Ne? Es gibt 2 Möglichkeiten. Du kannst das Ganze bei YouTube kostenlos hochladen, ja, dann kannst du es auf privat stellen und dann wird es wirklich nur dem angezeigt, der auch die URL dazu hat. Oder aber du lädst es bei Teachable hoch, was natürlich in dem Fall sehr viel professioneller ist. Du kannst da so viele Videos hochladen, wie du möchtest. Du kannst sie in hoher Auflösung hochladen und das Ganze wirkt aus einem Guss und ist nicht von YouTube gestreamt. Ja? Ansonsten, wenn du dich für eine andere Lösung wie, ja, ich weiß nicht, Digi-Member oder so heißt das Plugin, entscheidest, dann ist es so, dann brauchst du so etwas wie Vimeo oder Vistia und die kosten so um die 150 Euro oder Dollar im Jahr. Und da musst du die kaufen und dort deine Videos hosten und dann die URL von da auf deine Plattform packen. Auch keine gute Lösung. Also die bessere Lösung in dem Punkt ist definitiv Teachable. Sagen wir, du nimmst einmal den 29-Dollar-Plan hier. Das ist der Preis, wenn du das einmal im Jahr bezahlst. Das heißt, wenn du 12 mal 29 Dollar bezahlst, ja, das sind ungefähr 360 Dollar, etwas weniger, so 348 ungefähr, dann hast du ein Jahr nichts damit zu tun und du bezahlst 29 Dollar im Monat.
Ja, das ist eigentlich ein super Preis, wenn wir ehrlich sind. Ne? Wir brauchen da noch nicht mal mehr eine WordPress-Installation, weil bei Teachable ist auch ein Blog direkt mit drin. Warum ich das nicht machen möchte oder machen würde, ja, ganz einfach. Es ist nicht mein Webhosting. Das heißt, wenn ich jemals mich entscheide, Teachable aufzugeben, gebe ich damit auch mein Webhosting auf und damit halt auch Zugriff auf all meine Daten, die ich auf meinem Blog gepostet habe. Aus dem Grund würde ich mir immer eine eigene WordPress-Installation einrichten auf meinem Webspace. Dann habe ich zumindest meine Texte. Ja? Okay, ja, also meine Empfehlung hier definitiv ist, mit dem Basic-Plan zu beginnen und in den sauren Apfel zu beißen, einmal die komplette Jahresgebühr zu bezahlen oder, wenn du es einfach nur ausprobieren möchtest, erstmal zu warten, bis du 10 Abonnenten hast oder 10 Teilnehmer hast und dann kannst du natürlich erstmal auf den Basic-Plan switchen. Später wird es interessant, auf den Pro-Plan zu gehen, spätestens wenn du ja ein paar Funktionen mehr brauchst. Ne? Also wenn du mehr Reports brauchst, ja, dass dir mitgeteilt wird, wo deine Leute herkommen, also die Teilnehmer, wo die herkommen, wie viel jeder umgesetzt hat und so weiter. Also all diese Sachen, die gibt es erst ab dem Pro-Plan. Und was natürlich auch noch schön ist, du bekommst eine unbranded Website. Das heißt, es weiß keiner mehr, dass du eigentlich bei Teachable ist. Wenn du den Basic-Plan hast, dann steht unten Hosted by Teachable. Ne? Also es ist keine Wahnsinnssache, aber dennoch, es steht da drauf und naja, wenn man irgendwann sein Geschäft hat und wenn das wächst, dann möchte man natürlich auch nicht mehr Hosted by Teachable da drin stehen haben, dann möchte man eine unbranded Website haben und das ist dann ein dicker Vorteil neben einigen anderen. Ja, soweit erstmal zu Teachable. Also wie gesagt, das Hosting deiner Videos ist bereits mit drin. Die Webseite ist bereits mit drin. Im Prinzip ist auch dein Blog mit drin. Das Ganze, ja, das Geld wird angenommen, das Geld wird dir auf dein Konto überwiesen. Du hast auch die Möglichkeit, das so einzustellen, dass das alles völlig automatisch passiert. Das ist auch sehr nett. Du bekommst deine Buchhaltung sozusagen von Stripe, ist der Anbieter in dem Fall, direkt mitgeliefert, inklusive einem Steuerdokument. Also auch sehr nett. Ja, also kannst das wirklich, ja, komplett über Stripe laufen lassen. Ja, und jetzt gehen wir einmal zu Udemy. Und bevor wir das nur noch eine kleine Sache. Du hast auch den dicken Vorteil, wenn du selbst eine School hast, wenn du die selbst hostest. Der dicke Vorteil ist, dass du die E-Mail-Adressen und die Kontaktdaten deiner Teilnehmer bekommst. Und das genau bekommst du bei Udemy nicht. Ich switch jetzt hier einmal rüber zu Udemy. Und ja, soweit ist das toll. Es ist eine riesige Plattform mit Millionen von Besuchern, wahrscheinlich täglich Millionen von Besuchern, die auf die Webseite kommen, die viele Kurse kaufen. Super. Und Udemy hat auch einige gute Argumente, warum man da kaufen soll. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann feststellt, ja, dass man da keine Kundendaten bekommt. Also du lädst deinen Kurs hoch, du musst dich auch nicht ums Hosting deiner Videos kümmern. Auch das übernimmt natürlich Udemy, ne? Also die stellen dir den Speicherplatz zur Verfügung. Du kannst so viele Videos hochladen, wie du möchtest. Aber ja, du bekommst keine Kontaktdaten. Und warum ich das immer wieder sage, ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Was bringt dir das, wenn du einen Laden hast, wenn du Kunden hast und du hast keine Möglichkeit, diese Kunden jemals wieder anzusprechen? Bei Teachable ist das so, ich kann einen E-Mail-Marketing-Anbieter wie Aweber oder ConvertKit oder Mailchimp, wie auch immer, kann ich mit einbauen und dann werden automatisch die Leute, die sich da anmelden, in meinen Newsletter kopiert und um Bestätigung gebeten, dass sie auch da drin sein wollen. Das habe ich bei Udemy nicht. Ich kann alle meine Kunden zweimal im Monat anschreiben nach den Richtlinien von Udemy und wenn die das ändern, ja, dann musst du das eben akzeptieren. Und das war's dann. Ja, das war's. Ich kann meine Kunden zweimal anschreiben mit irgendwelchen Marketing-E-Mails und zweimal mit Editorial-E-Mails. Editorial-E-Mails oder Educational-E-Mails sind in dem Fall irgendwas, wenn du meinetwegen ein neues Video hochgeladen hast oder solche Sachen. Da kannst du deine Teilnehmer dann nochmal anschreiben. Du kannst auch immer versuchen, sie auf deine Plattform zu bekommen. Ja, und das ist wiederum ein Vorteil. Im letzten Video deines Kurses kannst du ein wenig Promotion für dich machen. Aber hier bitte auch immer erst einmal nachgucken, ob das auch noch so ist. Ne? Wenn du Wochen später oder Monate später das Video anguckst, das ich gerade veröffentlicht habe, kann es natürlich auch da sein wieder, dass sich das geändert hat. Nämlich du bist abhängig von der Plattform Udemy.
Es sind einige Vorteile, das will ich gar nicht abstreiten. Wie gesagt, der Traffic ist definitiv ein Vorteil. Du bekommst so viel Traffic, wie du möchtest, und wenn du Udemy Traffic schickst, dann belohnen die das und ranken dich besser und ja, du bekommst mehr Verkäufe. Also deswegen, ich möchte alles, aber mich bestimmt nicht beschweren. Ich bin gerne bei Udemy Dozent und es gibt einige dicke Vorteile. Vor allen Dingen zum Beispiel, wenn man zu zweit arbeitet, wird das Geld direkt aufgesplittet. Das heißt, jeder bekommt seinen Anteil, so wie man das im Backend festlegt. Ja, also und auch sehr hilfsbereit. Also wenn man irgendwas hat, kann man die immer anschreiben, auch kein Problem. Die helfen einem mit der Erstellung des Kurses. Also wie gesagt, Udemy ist für Anfänger, wirklich hat das viele Vorteile. Ein weiterer großer Vorteil ist, es kostet dich 0 Euro. Ne? Du registrierst dich, du lädst deine Videos hoch, du verkaufst deine Kurse. Also das alles kostet dich nicht einen Cent. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, ja, das ist doch toll. Also viel mehr brauche ich doch jetzt erstmal nicht wissen. Ja, aber, es gibt immer ein Aber. Ne? Also, aber ist definitiv, dass Udemy eigentlich immer oder sehr, sehr häufig jeden Monat riesige Rabatte fährt. Das heißt, dass wenn du dich nicht gerade aus diesem Rabattprogramm austrägst, ja, und dann eben nicht mehr beworben wirst, das Problem hast, dass Udemy immer wieder deine Kurse auf Sale setzt, ne, und das sind dann nur zwischen 10, 12, 13 Euro. Und ich verlinke mal hier ein Video, ne, dass du siehst, dass das ist schon übel, klar. Ein Kurs, den du vielleicht für 100 verkaufen möchtest, wird irgendwie nur für 12 verkauft, aber ich bin in einem anderen Video darauf eingegangen, dass das nicht so ganz unnormal ist und dass der Preis auch nicht so ganz ungerechtfertigt ist, wenn wir das mal richtig überlegen. Aber wie gesagt, ich verlinke dir das hier im Video, dann kannst du dir das genau anschauen. Ja, das waren die Vor- und Nachteile, Udemy und Teachable. Was sollst du jetzt machen? Was kann ich dir sagen, was ich mache? Viele Dozenten übrigens auch. Wir fahren zweigleisig. Ja, wir haben auf der einen Seite Teachable mit unserer Webseite, mit unseren Landingpages, und auf der anderen Seite haben wir Udemy. Warum? Ganz einfach, über Udemy erreicht man ein riesiges Publikum. Man kann erstmal anfangen, man kann völlig kostenlos anfangen und braucht einfach erstmal nur die Kurse hochladen. Man bekommt erst Feedback über die Bewertung von seinen Teilnehmern. Das hat auch etwas. Also es gibt durchaus Vorteile für den Anfang. Aber sobald du etwas mehr, mehr Augenmerk darauf legst und das wirklich zu deinem Fokus machen möchtest oder zu deinem Job machen möchtest, dann empfiehlt es sich wirklich, so etwas wie Teachable zu nehmen. Und auch hier, wie gesagt, ich habe hier schon einige Vorteile aufgezählt. Du kannst lieber 29 oder meinetwegen auch $39, noch nicht einmal Euro, im Monat ausgeben und deine Kurse darüber verkauft, wie mit irgendwelchen seltsamen Lösungen und Plugins zu arbeiten, die vielleicht nicht alle so richtig rund laufen, nicht alles so richtig funktioniert. Ja, auch nicht so schön. Ne? Übrigens, Teachable kann man auch auf Deutsch übersetzen. Ja? Also du kannst im Backend komplett alles in Deutsch eingeben, sodass deine Webseite dann auch Deutsch ist, auf Deutsch gehostet wird, wie auch immer. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und vor allen Dingen hoffe ich, es hat dir geholfen, eine Entscheidung zu treffen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Warum Teachable, warum Udemy? Wie gesagt, vielleicht, wenn du ein Anfänger bist, fang mit Udemy an und dann expandier zu Teachable. Ja, wie gesagt, bitte einmal noch Daumen nach oben, kleine Glocke anklicken, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste. Und natürlich abonniere bitte unseren Kanal. Und dann sehe ich dich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!